Der Ford Focus RS. Ja, das ist eine Legende, die gerade im Saarland eine besondere Bedeutung hat. Denn ich hoffe, ich sage es richtig, er wurde nämlich hier im Saarland gebaut. Ganz genau. Ganz genau, gell? Ich zeige mal gleich dein Gesicht, aber wir haben etwas widrige Lichtverhältnisse, denn draußen haben wir den ersten schönen Tag oder einer der ersten schönen Tage. Wir drehen nämlich heute am 7. April 2020 und das ist nicht das aktuelle Modell, Christian, sondern es ist das Vorgängermodell oder das Vorvorgänger. Das Vorgängermodell. Also das ist unser Ford Focus MK2, also Modellklasse 2, zweite Focus-Generation. Absolutes limitiertes Stückwerk. Ja, der ist krachneu. Das bedeutet, der ist noch nie auf der Straße gefahren, oder? Der ist noch nie auf der Straße gefahren. Wir mussten dann wegen den geltenden Abgasnormen mal zulassen. Also hat eine Tageszulassung irgendwann bekommen müssen. Das geht nicht anders. Also den hätte man gar nicht mehr zulassen dürfen. Ganz genau. Deswegen hat er aber tatsächlich 0 Kilometer. Der wird einmal pro Jahr, wenn wir eine Außenausstellung haben und hier ein bisschen im Ausstellungsraum was rumbewegt wird, dann schieben wir ihn raus, lassen den Motor einmal warm laufen, kalt laufen und dann kommt er wieder wohlbehütet zurück. Sag mal, es gibt so Mythen, die stehen sich kaputt. Ist da was dran? Kommt drauf an, wie du das meinst jetzt. Nee, gibt es irgendwelche Teile, die praktisch bewegt werden müssen? Muss man den irgendwie einmotten, wenn der ist jetzt 11 Jahre alt, steht seit 11 Jahren hier im Showroom, oder? Genau, steht seit 11 Jahren hier. Mit diesem einmal pro Jahr warm laufen, kalt laufen ist alles abgetan. Also mehr muss man nicht machen, für so ein Fahrzeug gangbar zu lassen. Sagt der Maschinenbauingenieur Christian Hissler, der muss es wissen, denn du bist tagtäglich in der Werkstatt drin. Richtig. Es geht ja auch darum, dass man ich sag mal, Dinge auch sagt aus der eigenen Erfahrung. Ford hat schon damals gute Autos gebaut, gell? Ja, wahnsinnig gut. Also Ford war ja schon immer affin im Thema Rallye-Sport. Und hier haben wir auch das, ich sag mal, Serienmodell auf der Straße, also das Straßenmodell, was ganz viele Elemente aus dem Rallye-Sport übernommen hat. So, der ist jetzt 2009, da gab es noch nicht so das Thema CO2-Effizienz und Tabellen und so weiter. Also vor 11 Jahren, da gab es das noch nicht. War noch kein Thema. Außerdem ist er unverkäuflich, muss es dazu sagen. Also es gibt, wenn jemand kommt, du hast mir erzählt, das richtige Angebot gemacht, dann könntest du schwach werden. Aber ich sag mal, der steht hier als Wertanlage, oder? Genau, steht hier als Wertanlage. Aber waren tatsächlich schon viele, die versucht haben, ihn zu kaufen, auch zu Preisen, wo man vielleicht doch hätte schwach werden können, aber der steht hier als Wertanlage. So, wir gehen gleich mal rein. Also man muss sagen, das Auto ist 2009, es ist futschneu. Das ist ja der Hammer. Das heißt, wir gucken ein Auto, ich sag mal 11 Jahre altes Auto, was noch nie bewegt wurde. Das war immer schlau von dir. Also nicht, dass du mal eine Anfrage kriegst irgendwann von Ford, die sagen, ich sag mal, wir wollen den haben. Für Ausstellungszwecke haben wollen, ja, könnte unter Umständen mal vorkommen. Also ich denke nicht, dass es noch viele gibt, die im absoluten Neuzustand sind mit 0 Kilometern. Ursprünglich wurden mal für Gesamteuropa 8000 Einheiten gebaut. Für Gesamteuropa. Ja, und hier steht einer davon. Und ich denke, viele haben auch schon auf Straßenrennen, nicht auf Straßenrennen, also im Nürburgring oder sonst was, mit Sicherheit schon, hat sich die Zahl schon sehr verdünnt. Dann sind bestimmt auch ein oder andere schon mal abgeflogen mit so einem Teil. Das meine ich damit, ja. Also mit Sicherheit existieren keine 8000 Stück mehr von denen, die produziert wurden. So, wir gehen gleich mal rein. Das ist so ein bisschen Vintage, der Look. Mach mal hinten auf, wenn wir gerade sehen. Ja, die Batterie ist in der Tat abgeklemmt. Also, nee, komm, da brauchen wir es nicht. Ist jetzt schon, wir steigen besser mal ein. Das ist dann viel cooler. Genau, die Batterie ist nämlich an, dann können wir das Entertainment-System ja gar nicht anwerfen, aber da geht es ja gar nicht drum, jetzt einfach mal so ein bisschen das Feeling mal in so einem Auto. Genau, also Thema Batterie abgeklemmt ist bei so einem Fahrzeug dann muss, damit es irgendwie nicht die Batterie runter vom Spannungsniveau runterzieht. Also sie sind abgeklemmt generell. Macht aber jetzt erstmal nichts. Also interessant ist für so ein Modell hier von 2009, dass wir eigentlich schon auf einem sehr, sehr hohen Level von der Ausstattungsvariante waren. Also ich kann es jetzt leider nicht zeigen. Das Radio- oder Infotainment-System hier in der Mitte war auch schon mit kapazitivem Touchscreen. Das heißt im Grunde genauso wie ein Smartphone der heutigen Zeit ist, hat sich das schon per Touchscreen bedienen lassen. Okay, das heißt, ich musste nicht fett drücken wie... Genau. Okay. Habe hier meine schöne Zusatz, also das ist so ein Merkmal der damaligen Varianten gewesen, so eine Zusatzinstrumentierung, Öldruck und in der Mitte der Ladedruck des Turboladers. Ja, dann die wichtigsten Instrumente, ein kleines Display in der Mitte. So war das in den
So war es in der damaligen Zeit, genau. In der damaligen Zeit. 2009. Warte, ich zeige mal gerade die Pedalerie. Ich habe sie eben schon mal kurz gezeigt. Die ist süß, aber sie ist klein. Die ist heute größer geworden? Nö, ist gleich geblieben. Gleich geblieben. Wie cool. Das ist ja echt Vintage. Warte mal, wenn du mal gerade mal ein bisschen nach vorne gehst, zeige ich mal den Sitz. Da ist nämlich ein Recaro-Sitz mit drin. Genau, ist ein Recaro-Vollschalensitz drin. Den gibt es auch in der heutigen Generation. Focus RS genauso in der Art und Weise immer noch. Cool. Oh, ich liebe das Auto. Das war eine gute Entscheidung, Christian. Ja. Wir kennen es jetzt schon ein paar Jahre. Thema Motor haben wir noch gar nicht angesprochen. Also Fahrzeug hat einen unglaublichen 5-Zylinder-Motor, 2,5 Liter. 2,5 Liter. 2,5 Mach mal auf. Liter. Ich will mal sehen. Ja. Oder geht das auch nur mit Batterie? Nee, das geht. Können wir mal gucken. Das ist ja heute undenkbar. Also natürlich in Amerika nicht, muss man sagen. Aber früher, da gingen ja noch 6-Zylinder Diesel. Das war noch möglich. Und über Hier schlummern unglaubliche 305 PS drunter. 305, was für damalige Verhältnisse ein Hammer war, oder? Der absolute Hammer war, ja. Hat eine Frontachse, also sogenanntes Revo-Nackel, also ist eine gewisse Vorderachsstruktur aus dem Rallye-Fahrzeug übernommen. Das heißt, er bringt auch wirklich die 305 PS voll auf die Straße. Vierradantrieb? Zweiradantrieb. Okay. Deswegen diese super Frontachse, also er bringt diese 305 PS auf die Vorderachse drauf. Wie geht denn das technisch? Jetzt habe ich dich. Ja. Ich Endlich. würde den Rahmen sprengen, das jetzt näher zu erläutern. Okay, das heißt, du wüsstest es aber, denn du hast dich sehr für das Auto interessiert, oder? Genau, ja. Also ich war zur damaligen Zeit 18, als das Fahrzeug rauskam. Das war so, also es war absolutes Highlight, dieses Auto. Hat sich nicht gejuckt, den mal zu fahren? In der Tat hatte ich das große Vergnügen, mal einen fahren zu dürfen, ja. Aber nicht den? Nicht den. Der hat noch tatsächlich 0 Kilometer. Okay, also sagen wir mal, vielleicht 1 Kilometer oder so. Sozusagen, ja. Nee, Auto Yes. ist absolut fantastisch. Geniales Ding. Wie cool, aber wir haben noch mehr zu bieten, denn wir haben, wenn wir nicht Saarland Fernsehen 2 wären oder 1, dann setzen wir noch einen oben drauf. Wir haben das aktuelle Modell auch noch hier. Haben wir auch hier, genau. So, das steht nämlich da vorne. Auch das ist nicht zu verkaufen, denn du hast, auch da gilt das Gleiche, wenn also einer das mit dem richtigen Angebot kommt. Vielleicht ist es auch noch einfach zu früh. Wir müssen einfach mal abwarten, bis es keine Benzinmotoren mehr gibt. Umso wertstabiler werden sie dann. Umso wertstabiler. Das Also ist der Ford Focus RS-Baujahr. Das ist MK3-Variante, also die sind gebaut worden, also Modelljahr 3, 2016 bis 2018 sind die produziert worden. Ja, auch hier limitiert. Wie viel? Tatsächlich, also genaue Zahl kenne ich jetzt zum Modell gar nicht. Wenige. Wenige. Gehen wir raus. So, hier müssen wir jetzt mal einblenden, weil wir haben uns auch einen Preis. Er ist unverkäuflich, aber trotzdem blenden wir es ein. 7,7 Liter. Wer es glaubt, wird selig, sage ich immer. Ich mit dem großen C auf dem Fahrpedal stehe. 7,7 großen C auf. Der hat 350 PS und der RS hat auch nur Frontantrieb, gell? Der ist tatsächlich eine Allrad-Variante. Der ist ein Allrad. Cool. Der hat auch hier vorne einige Systeme schon eingebaut, Kameras, Assistenzsysteme. Genau, also der ist nach der aktuellen Palette mit jeglichen Assistenzsystemen, Fernlichtassistent, Spurhalte, Verkehrsschild, alles on board. So, fette Reifen hat er auch drauf und wahnsinnig tolle Felgen. Aus welchem Material sind die? Das sind Aluräder. Ja. Brembos. Ja, die Bremsanlage ist von Brembo, in der Tat, ja. Na gut, bei 350 PS braucht man auch eine Bremsanlage, die ordentlich zugreift. Ja, die kommt aus Italien, war damals exklusiv ja für Ferrari, muss man sagen, im Formel-1-Sport. Wurde dann freigegeben und hat dann natürlich, aber die Bremsen schon gut, die Brembo-Bremsen. Ja, sehr gut. Bei dem Focus RS, den wir eben gesehen haben, ist tatsächlich auch die Anlage von Brembo drauf. Echt? Ja. Warte mal kurz, wir gehen noch mal kurz hin. Das dort noch mal sehen. Ich glaube, es ist nicht so plakativ dargestellt, aber es ist auch eine riesige Bremsanlage drauf. Ist tatsächlich nicht beschrieben von außen. Das war damals noch nicht so, oder? Nee, war noch nicht so im Trend gewesen. Heutzutage zeigt man dann doch noch mal mehr, was man hat. Sehr schön. Aber wir gehen noch mal zurück, denn das ist nochmal ein Riesenunterschied. Das heißt, der Vierradantrieb bringt ein bisschen was für die Straßenlage, Traktion nochmal? Ja, also klar, 350 PS werden jetzt schwierig nur auf eine Achse zu übertragen. Deswegen muss jetzt zwingend ein Allradantrieb her. Merkt man natürlich, was Agilität in den Kurven und so weiter betrifft, merkt man schon die Unterstützung von der Hinterachse. Welcher RS-Fahrer braucht denn 5 Türen? Ja,
Gute Frage. Modell stammt ja eben von dem Focus Mk3, den wir in Saarlouis tatsächlich nur in dieser 5-türigen Variante produziert haben. Deswegen auch hier ist man nicht hergegangen und hat quasi eine extra Karosserie nochmal nur für die geringe Stückzahl an S-Varianten hergestellt und hat sich eben bei dieser 5-türigen Variante belassen. Was natürlich, also wir haben hier natürlich einen Vorteil, dass wir einen absoluten Sportwagen haben, aber natürlich auch den Sprung zu einem gewissen Komfort, also Thema Alltagstauglichkeit. Genau, Alltagstauglichkeit. Habe hier einen Isofix-Sitze und so weiter, also ich kann ihn auch ganz normal als Familienfahrzeug ein bisschen nutzen. Du hast doch Kinder selber jetzt? Habe ich, genau. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Also er ist wirklich, der hat nochmal an Komfort generell am Fahrwerk und so weiter zugelegt. Ja, du bist einer der wirklich bedeutendsten Ford-Händler Deutschlands, muss man sagen. Euch gibt es seit 60 Jahren. Ihr macht seit 60 Jahren Ford? Genau, seit über 60 Jahren sogar. Also mein Großvater hat angefangen, später meinen Vater übergeben, jetzt mittlerweile an mich übergeben. Wie du eben angesprochen hast, 4. Generation ist schon geboren, also auch auf dem Weg. Mal schauen, wie es du bist vielleicht nicht der größte Händler, ja. Da gibt es zwar andere Firmen wie, ich sag mal, Sorg oder so in Fulda, die riesengroß sind, aber es geht darum, Schwabengarage. Aber das Thema Liebe zu Ford, da macht euch kaum einer was vor, oder? Genau, also wofür wir hier stehen, ist, wir sind ein reines Familienunternehmen, bei uns sind die Wege sehr klein, bei uns ist auch wir kennen jeden Kunden größtenteils persönlich und das ist für mich steht eigentlich sehr, sehr im Vordergrund. Ja, es geht darum, du bist die neue Generation, du machst unvorstellbar günstige Preise, wo selbst andere große Ford-Händler, ich sag mal, manchmal zucken und sagen, wie kann ein winziger Händler aus den letzten Ecken vom Saarland, das werden jetzt die Niederlosheimer natürlich mir ganz böse übel nehmen, aber nach Niederlosheim kommt man nicht zufällig, oder? Ja, ist richtig. Also man kommt, wenn dann überhaupt, gezielt hier in der Tat. Also wir haben zwar mit Angrenzung an Losheim natürlich schon eine gewisse Frequenz an Fahrzeugen, die hier durchkommen, Globusmarkt etc., was schon so ein bisschen Kundenmagnet ist, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also nach Niederlosheim kommt man normalerweise nicht einfach so. Genau, so jetzt haben Sie einen Grund mehr, denn wenn Sie egal welchen Ford nämlich suchen in Deutschland, dann fragen Sie am besten mal den Christian Hissler, denn der hat seltsamerweise Konditionen, die es möglich machen, wirklich Preise zu machen, wo, ich sag mal, wo Sie staunen können. Mach mal auf hinten, bitte. Ebenfalls Thema Batterie abgeklemmt. Ist abgeklemmt? Ja, ich kann sie aber anklemmen, ist kein Problem. Mach mal bitte, ja, denn der Christian ist nämlich Maschinenbauingenieur. Du hast auch eine Kfz-Ausbildung vorher gemacht? Genau, also ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker ganz klassisch gemacht, hier im eigenen Betrieb. Und habe mich dann zum Maschinenbaustudium in Kaiserslautern entschlossen. Habe dann noch ein bisschen Zeit bei einem deutschen Automobilhersteller in Stuttgart verbracht. Und letztendlich Porsche oder was? Genau, ja. Ja, sag's doch. Ja, das ist... Und letztendlich dann zurückgekommen für den Familienbetrieb weiterzuführen. Muss man sagen, das war schön bei Porsche? War das gut? Sehr schön, ja. Also es ist das, was man sich eigentlich als Maschinenbauingenieur mit der Spezialisierung Fahrzeugtechnik eigentlich, also mehr geht nicht, muss man ganz ehrlich sagen. So, und hier geht wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, ich habe gestern noch Videos gedreht für das Porsche-Zentrum Saarland. Oh, schön. Die war noch da haben wir noch ganz viele Porsche gezeigt. Ja. Anderes Konzept, muss man sagen. Also Porsche ist ja, ich sag mal, eine Marke, die rein auf Sportlichkeit ausgelegt ist. Ford ist eine Massenmarke. Warum bauen die so eine RS? Ja, weil wir schon immer diese Affinität zum Rallye-Sport hatten und natürlich in Sonderauflagen immer diese Fahrzeuge zum Glück nochmal produzieren. Also wir bibbern auch als Händler jede Modellklasse drum, dass hoffentlich nochmal eine RS-Variante produziert wird. Das wird immer schwieriger, gell? Ja, für den Hersteller stehen natürlich immer immens hohe Entwicklungskosten im Raum, geringe Stückzahlen. Das heißt, irgendwo wird nicht wirklich Geld an solchen Fahrzeugen verdient, aber ist natürlich einfach eine Prestigesache, sowas auf die Beine zu stellen. Ja, wir drehen ja das Video, wir haben ja begonnen bei dem RS aus 2009, den du dir einfach mal so hier reingestellt hast. Wertanlage, Autos, normalerweise eine Sache eben genau für Porsche, muss man sagen. Also Porsche-Modelle gewinnen eher noch, als dass sie verlieren. Ganz bestimmte steigen sofort, das ist hier aber genauso. Also wer ein RS hat mit 0 Kilometern, du hast den 2009er seit jetzt unbewegt im Showroom stehen. Auch hier hast du gesagt, komm, wenn ich einen krieg, dann bleibt der hier stehen. Genau. Das macht Sinn, oder? Hoffentlich macht Sinn, wie das mit allen Wertanlagen so ist. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es so kommen wird. Sehr cool, ja. Wir machen mal hinten auf, Batterie ist angeklemmt.
Ich wollte nämlich gerade eben sagen, man muss kein Ingenieur sein, um eine Batterie anzuklemmen. Aber der Christian, der tagtäglich in der Werkstatt ist, denn meistens erwische ich ihn nicht am Telefon, sondern er heißt, er hat keine Zeit, der ist gerade in der Werkstatt. So, dann können wir mal in den Kofferraum einmal kurz reingucken. Geht er auf? Tatsächlich nein. Ne, Batterie leer. Die Batterie, das ist richtig. Ja, ist nicht schlimm. Kommt bei dem Live-Video mal vor. Macht nichts. Wir gucken mal rein. Batterie ist komplett platt. Das zeigt aber nochmal im Display an. Das war auch gar nicht vorgesehen. Also, dass wir das. Du musst auf die Fahrerseite kommen. Thema Elektrik, dann geht sogar. Geht nichts mehr. Ja, hier ist nicht mehr viel mechanisch. Das heißt, du konntest jetzt rein, weil jetzt genau, der Schlüssel war Mechanik. Vor per Gesetz die Fahrertür, dass man, selbst wenn die Elektrik so wie jetzt mal nicht funktioniert, dass ich immer noch in den Innenraum reinkomme. Ja, notfalls mit dem Stein. Ja, aber erstmal hier die Sitze. Guck mal hier, das ist nochmal eine echte Evolution, oder? Das heißt, Genau, das ist auch nochmal ein Recaro Vollschalensitz. Ja, ein absolutes Muss. Also es gab noch eine andere Sitzvariante, auch von Recaro, aber hier für mich gehören diese Schalensitzvariante rein. Und die Einstiegsleiste, also die haben ja wirklich fast alles nochmal ausgebaut, umgedreht gemacht. Die Pedale, da ist sogar noch Folie drüber, Christian. Das sieht ja aus wie bei meinem Handy. Ja, Folie sogar noch im Radio, sehe ich gerade. Ach, die haben hier oben die Zusatzinstrumente, die haben sie gelassen. Genau, ja. Also das ist schon seit Focus RS1 Variante, also gab es ja auch noch um 2000 immer diese Instrumentierung da oben als Sonderstellungsmerkmal dargelassen. Wer quasi während der Fahrt meinen Ladedruck des Turboladers anzeigen lassen kann. So, für alle, die jetzt schimpfen, die sagen, warum konnte er nicht die Batterie aufladen? Wir wussten vor einer halben Stunde noch gar nicht, dass wir das Video drehen, weil ich eigentlich nur zum Puma hier war. Ja. Und dann haben wir die RS gesehen, haben wir gesagt, komm, es ist Corona-Zeit, wir haben am Ende ein bisschen mehr Zeit. Richtig, ja. Wir drehen nochmal so ein Video. Aber es hat sich gar nicht so viel getan, muss ich sagen, gegenüber den 2009er, der ja wegen der Optik, also wenn man sich nicht gut auskennt, würde ich sagen, der 2.9er ist noch aktuell vom Look. Ganz genau, habe ich ja eben gesagt. Also wir waren 2009 wirklich schon auf einem sehr, sehr hohen Level, was die Fahrzeugelektronik und die Zusatzausstattung betroffen hat. Von daher hat sich in der Tat so gar nicht mehr so viel verändert. Also Thema ist hier, ich habe ja auch diesen klassischen Fahrmodi-Schalter, den wir eben im Puma mal angesprochen hatten. Das heißt, dass ich wählen kann zwischen rutschigen Untergrund, vereisten Untergrund und so. Ja, da steht was mit Drive Mode. Drive Mode ist hier zusätzlich noch eine Taste Sport und Rennstrecke. Das heißt, ich kann die gesamte Fahrzeugelektronik, also den Antriebsstrang, noch mal ein bisschen mehr trimmen hinsichtlich sportlicherem Ansprechverhalten. Ja, der Rest so innen drin sieht der normale Focus genauso aus. Oder das Lenkrad? Ja, Lenkrad ist ähnlich. Natürlich steht hier für die S-Variante immer die blauen Ziernähte. Das ist Alleinstellungsmerkmal dafür. Gut, Tacho ist natürlich ein bisschen anders. Der geht bis 300. Ich sag mal gerade hier vorne. Normale Focus-Variante nicht. Ja. Preis, wie ist der damals verkauft worden, vor 2 Jahren? Listenpreis vom Fahrzeug sind 46.000 Euro. Konnte man nichts falsch machen, oder wenn man einen bekam. Gab es eigentlich auf so ein Fahrzeug noch Rabatt dann? Oder? Nicht viel, nee. Du hast einen verkauft, ganz normal? Ja, also wir haben eine recht große Anzahl Focus RS-Kunden, die immer noch mal die neuesten Varianten kaufen, wenn sie rauskommen, eben weil wir früher im Rallye-Sport recht aktiv waren, als Serviceteam gearbeitet haben, 2 Fahrzeuge unterstützt haben. Deswegen haben wir schon eh und je immer eine große Anzahl Klientel, die so Fahrzeuge bei uns kaufen. Ja, sehr cool. Ja, großer Werbefilm heute für euch. Thema Preiswürdigkeit. Also wenn ihr mal einen Ford sucht und wirklich ein tolles Angebot haben möchtet für einen Neuwagen, der kein Reimport ist, nichts gegen Reimporte, aber ich sag mal, der wirklich für den deutschen Markt bestimmt war. Ihr seid seit 60 Jahren Ford-Händler und macht das in 4. Generation. In dritter Generation? Genau. Nee, da ist doch die 4. ist doch schon kommen, oder? Genau, richtig. Sohn, Mädchen? Sohn, ja. Wie alt ist der Sohn jetzt? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Und Vorname? Henrik. Also Henrik, wenn du das hier mal siehst und dir den Focus RS in 15 Jahren oder 18 Jahren dann bestellst, den allerneuesten, ja, dann guck, was dein Papa für ein Video gemacht hat im Jahr 2020, mitten in der Corona-Krise. Genau. Das ist so. Nee, tolles Auto. Also wenn ihr Lust habt, irgendwelche günstigen Ford zu kaufen, wendet euch wirklich vertrauensvoll mal
an die Firma Ford Hissler in Niederlosheim. Niederlosheim liegt zwischen Saarbrücken und Trier, so kann man es groß sagen. Und ihr seid relativ hoch, hier bleibt auch Schnee liegen, oder? Ja. Im Moment auch nicht mehr. Im Moment nicht, nee. Ja. Aber kann schon mal passieren. Ja, vielen Dank, Christian. Danke. Und schauen Sie auch die anderen Videos von Ford Hissler. Tschüss.